Diese süßen kleinen Tierchen kommen gerade richtig in Verruf. Es geht um das Hamstern. Kein Öl, kein Mehl. Ja, aber kann man ein Brot überhaupt ohne Mehl backen? Dieser Frage gehe ich heute auf den Grund. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Tja, ich habe ein bisschen rumexperimentiert und habe jetzt hier ein bisschen Reis und ein bisschen Bulgur. Das ist feiner Bulgur, beides ungekocht. Und dazu gebe ich jetzt kaltes Wasser hinzu. Das Ganze soll jetzt circa 2 Stunden quellen. Ich habe ein bisschen was für euch ausprobiert. Denn wenn wir kein Mehl mehr haben, wie können wir leckeres Brot backen? Gerade wir Deutschen, wir lieben ja wirklich viele Brotsorten, verschiedene Arten. Ich habe auch schon ganz viele Rezepte, verlinke ich euch auch nochmal oben rechts unter dem i. Und nach diesen 2 Stunden habe ich das Ganze jetzt in meinen Smoothie Maker gegeben. Ihr seht, bei dem Bulgur hat der Platz gar nicht so ausgereicht, aber Versuch macht klug. Ihr wisst, für euch probiere ich wirklich alles mal aus und deswegen teste ich das jetzt hier einmal. Also, jeweils 500 Gramm sind das. Die genauen Rezeptangaben verlinke ich euch selbstverständlich wie immer unten unter diesem Video. Dazu gebe ich noch ein bisschen Hefewasser. Ihr könnt alternativ auch nur 100 Milliliter Hefewasser nehmen und den Rest mit Wasser auffüllen. Ein bisschen Pflanzenöl kommt noch mit hinzu, ein bisschen Salz und auch noch ein bisschen Zucker. Den habe ich jetzt optional hinzugegeben. Den könnt ihr auch weglassen oder durch Zuckerrübensirup, Honig oder durch normalen Sirup ersetzen. So, noch ein bisschen Wasser. Ja, sieht schon ganz gut aus. Und ich kann euch sagen, diese Art des Backens hat mir wirklich schlaflose Nächte bereitet. Die Mitglieder wissen das schon, ich halte sie ja immer auf den Laufenden und zeige denen schon die Ergebnisse vorab, bevor ihr überhaupt alle das Video seht. Es war ganz schön nervend aufreibend für mich. So, gut durchpüriert ist das Ganze. Ich decke es locker ab und lasse es dann bei Zimmertemperatur ein bisschen stehen, bis die ersten Blasen kommen. Währenddessen kümmere ich mich um den Reis. Das ist jetzt sogenannter Parboiled-Reis. Es kann sein, wenn ihr das mit Jasmin oder Basmati-Reis macht, dass diese Methode tatsächlich direkt klappt. Aber wie das jetzt hier wird, das zeige ich euch gleich. Erst einmal gebe ich auch hier einmal Salz und einmal Zucker hinzu. Das ist wirklich das komplett identische Rezept, allerdings ist die Flüssigkeitsmenge ein bisschen anders. Wie gesagt, findet ihr unten unter diesem Video. Dann natürlich das gute Hefewasser. Wie man Hefe selber herstellt, vor allem in Krisenzeiten, aber auch so, wenn man gesund und lecker bekömmlich essen möchte, das verlinke ich euch oben rechts unter dem i. Und auch das Ganze geht einmal in meinen Smoothie Maker von meiner Küchenmaschine. Die muss schon ordentlich Power haben, aber trotzdem seht ihr es, es sieht noch ein bisschen krisselig aus. Schauen wir mal, wie die Brote werden. Ihr dürft wirklich gespannt sein. So. Auch das decke ich ab, lasse stehen und nach circa 2-3 Stunden maximal könnt ihr sehen, wahnsinniger Trieb hier. Ich weiß nicht, vielleicht hat das auch schon ein bisschen zu viel. Wir probieren es einfach mal aus. So, ab, rein damit. Das ist jetzt der Bulgur. Der sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Und diese No-Knead-Brote, also Brote ohne Kneten, die sind wirklich praktisch. Gerade für Leute, die mit dem Brotbacken anfangen. Also man muss nicht kneten, kann sich da nicht vertüdeln, sondern Brotteig machen, ab in die gefettete Kastenform und in den Backofen. Ich finde das ganz klasse. Ich habe euch ja die Playlist mit meinen Broten schon verlinkt. Guckt euch das mal an, da sind wirklich richtig köstliche dabei. Sowohl zum selber kneten als auch mit No Knead, mit Sauerteig, ohne Sauerteig, alles was ihr euch wünscht. So, hier jetzt die Variante mit dem Reis. Ihr könnt sehen, das ist tatsächlich noch nicht so schön fein, wie es jetzt beim Bulgur war. Aber das ist klar, feiner Bulgur ist ja natürlich von der Konsistenz sehr einfach, kann auch wirklich nur mit ein bisschen heißem Wasser sogar schon gar gekocht werden. Das haben wir beim Reis nicht, deswegen ist es auch ganz natürlich, dass dieses Ergebnis jetzt da ist. Auch das ab in die Form, ein bisschen glatt streichen, oh, das klappt ganz gut. Und auch hier einmal ab in den vorgeheizten Backofen. Wie gesagt, ich schreibe euch alles nochmal unten in die Info rein. Ich habe übrigens jedes Mal immer ein bisschen Wasser gesprüht, das heißt beim Reinstellen. Hier links ist das Reisbrot gewesen, das ist jetzt Bulgur. Ja, also da ist das Bulgur gut geworden.
Jetzt habe ich hier nochmal gekochten Reis genommen, die Menge halbiert und ihr seht, ganz feines Ergebnis, richtig schön geworden und das geht jetzt auch ab. Den Bulgur hatte ich nochmal in viel mehr Wasser eingetaucht, da konnte ich dann auch die halbe Menge wieder nehmen. Also ich habe das jetzt noch einmal ausprobiert und das geht jetzt auch wieder in den Backofen. Ich sag ja, ich probiere alles für euch. So, und das ist jetzt das Ergebnis. Vorne das Reisbrot, da hätte ich doch die normale Menge nehmen müssen. Und das Bulgurbrot. Jetzt gucken wir uns mal den Anschnitt hier an. So, also das Bulgurbrot finde ich geht, wobei die erste Variante irgendwie schöner war. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe dann was anderes ausprobiert. Ich habe jetzt hier mal Haferflocken. Wir mögen ja ein richtiges Brot, nicht so dieses mit Körnern. Dann habe ich hier ein bisschen Salz genommen. Und dann gucken wir mal, wie das wird. Hier sind noch ein paar Hirsekerne. So, die noch mit hinzu. Dann habe ich hier noch Sonnenblumenkerne. Und dazu gebe ich hier noch ein bisschen Sesam. Ich hatte ein bisschen ungeschälten und geschälten gemischt. Dann noch schöne Kürbiskerne. Und dann benutzen wir wieder den Smoothie Maker. So, und das gebe ich jetzt auch noch mal da rein. Also es muss doch irgendwie zu schaffen sein, ohne Mehl ein Brot zu backen, oder? Das Schwarzbrot zum Beispiel, kennt ihr ja vielleicht auch schon, das kommt mit wenig Mehl aus, findet ihr auch in dieser Brot-Playlist. Das ist eine gute Alternative. Und jetzt schauen wir mal, ich muss hier immer diesen Turbo einschalten. Durch das Kürbiskernmehl ist das jetzt ein bisschen, gibt es hier und da so ein paar Stückchen, das ist normal. Dazu gebe ich jetzt noch ein bisschen Zuckerrübensirup. Das finde ich irgendwie schöner als Zucker pur reinzugeben, muss ich ehrlich gestehen. Und auch hier ein bisschen Öl. Das ist jetzt optional, aber ich finde, das gibt auch noch mal so ein bisschen Bindung. So, und wieder das gute Hefewasser. Das hatte ich euch ja schon alles verlinkt. Den Satz unbedingt auch mit hinzugeben. Und dann eine ordentliche Portion Wasser. Ich würde sogar sagen, 200 Gramm mehr nehmen. Seht ihr aber gleich warum. Jetzt erstmal gut durchmischen. Das könnt ihr natürlich mit dem Knethaken bei eurer Küchenmaschine machen. Da würde ich jetzt den Rührhaken ganz normal nehmen, also nicht für Brot, sondern als hätte ich einen Rührteig. Und dann seht ihr das gleich mal, ich zeige euch das mal. Und zwar gibt es hier immer mal so kleine Stückchen. Guckt mal, solche, die wirklich richtig auseinanderdrücken, zusammenquetschen, dass der Teig schön homogen ist. Und dann lasse ich das nochmal 2 Stunden stehen. Ihr könnt sehen, ich habe jetzt die geringere Menge an Wasser genommen. Der hat unheimlich nochmal angezogen und ich würde tatsächlich beim nächsten Mal nochmal diese höhere Menge an Wasser nehmen, weil die Körner unheimlich viel Wasser ziehen. Und ihr wisst das ja, man sollte Körner bei Broten immer vorher mindestens 2 Stunden einweichen, denn ansonsten entziehen sie dem Brot die Feuchtigkeit. Also das darf ruhig noch ein bisschen feuchter werden. So glatt streichen mit nassen Händen und auch hier in den vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze. Dieses Mal sind es 190 Grad und dann circa 50 Minuten. Ja, und ich sag euch, mein Herz ist stehen geblieben. Ja, aber das Ergebnis sieht doch schon viel besser aus und schon mehr nach einem Brot. Und ich bin schon gespannt, was ihr davon haltet. Das ist es natürlich noch nicht geworden, aber ich bin bald zurück und teste Neues für euch aus. Liebe Grüße, eure Emma.